Hallo zusammen. Hallo, schönen guten Morgen. Wir sind wieder auf Wanderschaft. Heute ist der, schieß mich tot, 11. April. Genau. Die Sonne lacht, es soll wieder angenehm warm werden und wir sind hier im Naturschutzgebiet Lange Dammwiesen, südliches Annatal. Oh. Langer Name. Ja. Annatal deswegen, weil hier das Annafließ, ein ca. 10 Kilometer langer Bachlauf, durchfließt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Tour so ist, dann kommt mit. Ja, genau, auf geht's. Unsere Tour startet unterhalb des Wachtelturms in Hennickendorf. Und nach ein paar Schritten durch den Ort sehen wir schon den Stienitzsee vor uns. Ein schmaler und gut ausgebauter Wanderweg führt zwischen Sumpf und See entlang. Das ist der Stienitzsee. Morgens um, was haben wir, 9? Genau, 9, genau. Hier mündet der sogenannte Stanggraben in den Stienitzsee. Nee, eigentlich fließt ja andersrum, kommt ja raus. Der Wind drückt ein bisschen Wasser hin. Nee, der Wind drückt, genau. Das täuscht. Wir befinden uns hier übrigens auf einem Teilabschnitt des 66-Seen-Wanderweges. Der 66-Seen-Wanderweg ist der Hauptwanderweg Brandenburgs und einer der attraktivsten Flachland-Wanderwege Deutschlands. Mit einer Länge von etwa 400 Kilometern bietet er als Rundkurs in der Mitte des Bundeslandes Brandenburg einen Querschnitt der vielfältigen Landschaftsformen in diesem wald- und wasserreichen Gebiet. Ein alter Durchlass. Huch, habe ich mich jetzt erschreckt. Da keine Klingel. So, da wir ja schon eine Weile unterwegs waren, wir haben eine längere Anreise hinter uns, ist jetzt Zeit für eine Frühstückspause. Genau. Prost. Prost! Auf dem Weg zur Stienitzsee-Quelle passieren wir einen der schönsten Abschnitte dieser Wanderung.
Der Zufluss am Stienitzsee war unser Wendepunkt. Genau, jetzt sind wir wieder das Stück zurückgegangen und jetzt beginnt unser eigentlicher Rundweg durch das Naturschutzgebiet. Wir sind vorhin von da gekommen und hier lang gegangen und jetzt geht's so rum. Das Naturschutzgebiet Lange Dammwiesen und Unteres Annatal ist ein 235 Hektar großes Schutzgebiet. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war diese Niederung ein undurchdringliches Luch, aber von den Strausbergern wurde es im Dreißigjährigen Krieg unter dem Namen Hennickendorfer Winkel als Versteck genutzt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Verteilung des Luchgeländes an Bürger der Ausgangspunkt für die Wiesennutzung. Im 19. Jahrhundert wurden die letzten größeren Erlenbestände in der Niederung beseitigt. Mit Hilfe von Heckrindern werden die Wald- und Wiesenflächen inzwischen auf natürliche Weise gepflegt. Oh, ganz schön morsch aus. Da müssen wir gucken, wo weiter ist hier. Hier rechts rum. Also ein Sackgassenschild. Warten. Ja, für Fahrzeuge. Dieses riesige Sumpfgebiet wird praktisch nur von dem Bahndamm durchquert. Aber wie Detmar schon gerade sagte, das muss ja ein unheimlicher Aufwand gewesen sein, diesen Damm ja aufzuschütten. An dieser Stelle biegen wir ab, zurück Richtung Hennickendorf. Ja, ich muss die Kamera holen und du ruhst dich aus. Genau, bin noch älter. Leute unseres Alters werden ja von der Jugend mitunter auch gern als Gammelfleisch bezeichnet. Aber dass die Aasfresser schon über uns kreisen, finde ich jetzt doch bedenklich.
Kurz vor Erreichen unseres Ausgangspunktes kommen wir an der Futtermühle Lemke vorbei. Diese Wassermühle ist seit 1870 in Familienbesitz und wird in der 5. Generation fortgeführt. Im Hofladen können regionale Produkte erworben werden und im dazugehörigen Café kann man sich bei Kaffee und Kuchen stärken. Vor uns der Wachtelturm. Der Wachtelturm wurde 1938 bis 1940 erbaut. Er ist 22,3 Meter hoch und 96 Stufen führen hinauf. Sein Name leitet sich von seiner historischen Funktion als Feuerwachturm ab. Er war auch als Möglichkeit zur Trocknung der Feuerwehrschläuche gedacht. Inzwischen fungiert er als Aussichtsturm, der aber nur auf telefonische Anfrage hin aufgeschlossen wird. Und ich habe gestern mit jemand hier vom Heimatverein telefoniert. Die haben hier drin ein Problem mit Insekten. Das ist da wohl eine Fliegenplage ohne Ende. Der Turm wird morgen erst gereinigt und solange wollen sie keinen reinlassen. Haben wir Pech. Haben wir Pech. So, wir sind am Ende unserer Tour. Ja, wir haben es geschafft. Wie üblich ein kleines Fazit. Zunächst früh das Stück am Stienitzsee entlang war eigentlich das schönste Stück. Wunderbar, schöner Wasser. Also nicht ganz am Wasser, aber Teilweise doch. im Wald. Wunderschöner Weg und man hat auch Blick auf den See gehabt. Da hat auch die Sonne noch geschienen. Jetzt ist es bedeckt und sehr windig geworden. Der Rundweg hier um diese Dammwiesen war aber auch nicht schlecht. Also, Auf jeden Fall. und was ich ganz lobend erwähnen muss, jede Menge Bänke. Mit Müllcontainer, Mülleimer. Das sind wir gar nicht gewöhnt. Nee, sind wir nicht. Also in der Hinsicht sehr komfortabel. Das waren jetzt, weiß ich nicht, etwas über 12 Kilometer. Ich schreibe ran, wie viel genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Uns Genau. auf jeden Fall. Ja, natürlich. Haben wir was vergessen? Nee, ich denke nicht. Eigentlich nicht, nee. Ja, dann tschüss, bis zum Tschüss, nächsten bis Mal. zum nächsten Mal, genau.